Bevor wir mit dem eigentlichen Video starten, möchten wir euch kurz unseren Partner Radaddle vorstellen. Neben einer großen Auswahl an Spielsystemen, Miniaturen und Zubehör findet ihr auch vieles zum Thema Airbrush. Radaddle führt unter anderem die beliebten Airbrush-Pistolen von Harder und Steenbeck. All das findet ihr im Onlineshop, aber auch im Ladengeschäft in Großweil im schönen Bundesland Bayern. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer weiteren Folge in unserem Tabletop Airbrush Einsteiger Workshop. Heute zeigen wir euch die Evolution Pistole von Harder und Steenbeck. Ja, die Evolution ist definitiv ein Profi-Arbeitsgerät aus dem Hause Harder und Steenbeck. Viele Künstler arbeiten mit dieser Pistole. Allerdings kann ich euch gar nicht so viel zu dieser Pistole erzählen, weil ich tatsächlich noch nicht wirklich viel mit dieser Pistole gearbeitet habe. Ich bin damals tatsächlich vom Ultramodell direkt auf die Infinity umgestiegen. Das hatte zwei Gründe. Der erste Grund war sicherlich der Design-Aspekt. Ich fand sie einfach hübscher, was natürlich eigentlich nichts ausmachen sollte. Und ich fand sie leichter. Also die Infinity war für mich deutlich leichter in der Hand als die Evolution. Die ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Die Evolution zeichnet sich aber auch dadurch aus, dass man sie in verschiedenen Ausführungen kaufen kann. Wir haben es also wie bei der Ultra auch in einer Solo-Variante, in einer Two-in-One-Variante. Wir haben hier die Möglichkeit, die Silverline zu erwerben. Das ist hier die Silverline-Edition. Dann gibt es eine verchromte, dann haben wir die Möglichkeit, ein Fließbechersystem anzuschließen, beziehungsweise das ist mit einem Fließbechersystem dann ausgestattet. Wir haben die Möglichkeit, sie in Alu zu bekommen. Das macht das Ganze wahrscheinlich ein bisschen leichter. Also hier haben wir wirklich viele verschiedene Ausführungen, wie wir sie erwerben können. Wir liegen ja auch in einem Mittelpreissegment, das heißt diese Silverline Edition kostet um die 160 €, was schon ganz ordentlich ist. Also wir sind deutlich doppelt vom Preis wie bei der Ultra. Und natürlich geht das auch noch höher. Wir haben bis zur Alu-Variante bis über 240 € können wir für diese Airbrush-Pistole ausgeben. Das mag jetzt erstmal teuer klingen, 160 € für eine Airbrush-Pistole. Allerdings, wenn man das mit anderen Herstellern vergleicht, die auch hochwertige Pistolen herstellen, liegen wir hier tatsächlich in einem sehr, sehr günstigen Segment. Denn hier bei Harder und Steenbeck stimmt einfach Preis-Leistung. Also ihr kriegt für euer Geld wirklich, wirklich richtig gute Qualität. Aber gehen wir jetzt mal ins Detail und wir schauen uns die Unterschiede an zwischen der Ultra und der Evolution. Hier haben wir jetzt die Evolution in der Nahansicht. Hier könnt ihr euch das ganze Modell einfach nochmal anschauen. So, und wir sehen natürlich hier schon einen auffälligen Unterschied im Gegensatz zur Ultra. Wir haben hier nämlich hier vorne einen Schraubfließbecher. Und wir haben natürlich eine viel größere Öffnung, als wie wir das bei der Ultra haben. Das heißt, wir können hier einfach super auch nochmal reinigen. Und wir haben nicht das Problem, dass sich vielleicht der Becher löst oder mal rausfällt. Das passiert im Grunde bei der Ultra auch nicht, aber wir haben hier einfach noch ein sicheres Gefühl. Ja, designtechnisch haben wir dann natürlich auch leichte Veränderungen. Wir haben hier hinten die Farbregulation und wir haben hier einfach noch ein Teil, was wir gleich noch mit lösen können. Aber ich würde sagen, auch diese Pistole bauen wir mal auseinander. Im Grunde genauso wie bei der Ultra, wir lösen vorne unseren Düsenkopf, entsprechend mit der Düse, auch hier haben wir die Düse mit enthalten, hinten entfernen. Die Farbregulierung bleibt hier mit dran. Nadelsicherung. Die Nadel wieder schön nach vorne rausziehen. Und hier haben wir jetzt einen weiteren Unterschied. Wir können hier das gesamte Teil lösen. Und können dann unseren Hebel entfernen. Das heißt, wir kommen hier einfach nochmal viel besser für die Reinigung dann auch dementsprechend rein. Auch das können wir auseinandernehmen, um auch hier gegebenenfalls zu reinigen oder vielleicht auch einfach Ersatzteile auszutauschen. Vielleicht die Feder, falls die nicht mehr so gut ist. Auch hier kann man eine neue Feder kaufen. Oder falls hier mal was bricht. Auch hier ist mir bei der Infinity tatsächlich mal ein Teil weggebrochen. Und das konnte ich einfach ganz bequem nachkaufen und musste mir keine neue Pistole kaufen. Auch hier haben wir natürlich
die Luftzuführung, die wir entfernen können, den Stecknippel können wir entfernen, unseren Schraubbecher mit Gewinde. Und unser Body ist einfach noch kleiner wie bei der Ultra und wir können hier noch besser ran, um zu arbeiten, um sie zu reinigen. Aber wie gesagt, für die Reinigung, das zeigen wir euch in weiteren Videos. Das Entscheidende an der Evolution ist sicherlich der Schraubbecher und natürlich die Farbmengenregulierung und dass wir hier das Mittelteil einfach auch komplett lösen können, um einfach besser ranzukommen. Ja, die Farbmengenregulierung macht das Ganze aber allerdings auch ziemlich schwer. Und gerade das hintere Stück ist wirklich sehr, sehr schwer, aber da gibt es inzwischen auch eine Alu-Variante, das könnte deutlich leichter sein. Wie wir einen Düsensatz wechseln, das haben wir euch im letzten Video gezeigt bei der Ultra. Das ist hier nichts anderes, ihr entfernt einfach nur den Düsenkopf mit der entsprechenden Düse oder vielleicht auch nur die Düse und wechselt die Nadel. Das funktioniert genauso wie bei der Ultra. Und jetzt bauen wir die ganze Pistole wieder zusammen, das allerdings im Schnelldurchlauf. Bei der Evolution und bei der Infinity müsst ihr darauf achten, dass der Hebel genau in dieser Position ist. Das heißt, ihr habt hier eine gerade Kante, die muss auch nach vorne zum Fließbecher laufen. Das ist ganz wichtig, also niemals andersrum. Ihr seht also, es gibt schon einen deutlichen Unterschied zur Ultra-Pistole. Im nächsten Video schauen wir uns dann das Modell der Infinity an. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Falls ihr Fragen habt zu diesem Modell, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@tabletop-basement.com und wir werden diese zeitnah beantworten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und schauen uns die Infinity an. Bis dahin, tschüss.